Ein flohstarkes Hallo! Ja, in der heutigen Folge dreht sich alles um das Glockenspiel, das Metallophon, Xylophon und Co. Denn wolltet ihr nicht auch schon immer mal wissen, wie so ein Instrument gebaut wird, hergestellt wird? Also ich wollte das schon immer mal wissen, denn ich besitze nicht nur dieses kleine Glockenspiel, sondern ich bin auch im Besitz eines Metallophon. Schaut mal, das klingt natürlich jetzt auch schon ein bisschen anders. Toll, oder? Ja, und wenn man so ein Instrument sich mal betrachtet, tada! Jetzt habe ich die Klangplatten alle entfernt. Und schaut mal, was ich dabei entdeckt habe. Tada! Auf der Rückseite dieser Klangplatten sind so komische Löcher. Schaut mal, unterschiedlich große Löcher. Hier unten ist auch noch eins versteckt. Und da. Sieht ja schon ein bisschen komisch aus. Jetzt muss ich doch glatt mal gucken. Ich habe nämlich noch ein großes Xylophon, ein Holzxylophon, ob da auch Löcher unter den Klangplatten sind. Keine Löcher, aber dafür eine Mulde. Gucken, ist das bei denen oben auch? Ja? Schaut mal. Klangmulden, Brücken. Tada! Und was es mit diesen Mulden oder diesen Löchern in den Klangplatten hinten auf sich hat, das erfahrt ihr im anschließenden Beitrag, denn ich war für euch bei Sonor und durfte mal sehen, wie so ein Instrument gebaut wird. Mitten im schönen Grün in Aue bei Bad Berleburg liegt das Produktionswerk von Sonor. Ein Fachbetrieb, der 1875 gegründet wurde. Seitdem werden hier Schlaginstrumente hergestellt und in die ganze Welt geliefert. Zum Beispiel nach Kanada und Amerika. Wahnsinn, oder? Für ein Xylophon benötigt man vor allem Holz, was hier im Rohwarenlager auf die Weiterverarbeitung wartet. Dabei wird hier hoher Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Das heißt, das Holz stammt aus Wäldern, die nachwachsen. Damit das Holz später auch gut klingen kann, darf es nicht mehr feucht sein. Ich finde es eigentlich schon ziemlich trocken, aber das reicht wahrscheinlich nicht. Es kommt erst einmal für 4 bis 6 Wochen in diesen Trockenofen. Im Anschluss beginnt das Holz hier in dieser Maschine seinen Weg, um später ein stimmiger Klangstab zu werden. Da es hier wirklich unfassbar laut ist, erhalte ich Ohrstöpsel, die ich dankbar annehme. Wie ihr sehen könnt, werden hier die Kanten abgefräst und die Oberfläche schön glatt geschmirgelt, damit später keine Holzsplitter mehr jemanden verletzen können. Der Kasten, worauf am Schluss die Klangplatten aufliegen, nennt man den Resonanzkasten. Er ist für den guten Klang mitverantwortlich. Hier in dieser computergesteuerten Maschine, die man auch CNC-Oberfräse nennt, werden Vertiefungen für die Steckverbindungen der Resonanztrennwände eingefräst. Zack, zack geht das. Zusammengesetzt wird der Resonanzkörper allerdings tatsächlich noch von Hand. Das ist nämlich ein traditionelles Verfahren. Das Holz wird hier verleimt und mit Nut und Feder verpresst, also quasi ein Stecksystem. Hier sitzt jeder Handgriff. Als nächstes müssen die Hölzer auf Länge gebracht werden. Es entsteht die Klangplatte. Und hierbei wird natürlich schon an den späteren Ton gedacht. Denn jeder einzelne Ton hat eine ganz bestimmte Länge. Ihr kennt das sicherlich, wenn man Gläser mit Wasser füllt und mit einem Löffel an den Glasrand tippt. Umso weniger Wasser im Glas, desto höher das Ping. Beim Holz ist es genauso. Umso kürzer das Holz, desto höher der Ton. Damit die Klangplatten später auf dem Resonanzkörper aufgelegt werden können und nicht einfach runterfallen, bekommen Sie hier die Lochbohrung für die Klangstabhalter. Habt ihr euch nicht auch schon immer gefragt, warum eine Klangplatte auf der Unterseite gebogen ist? Dieser Bogen sorgt für die Grundstimmung des jeweiligen Tons. Das ist aber nicht alles. Die Feinstimmung jeder einzelnen Klangplatte entsteht wieder durch fachmännische Handarbeit. Denn eine Maschine kann nicht das geübte Ohr eines Menschen ersetzen. Übrigens werden hier bei Sonor auch Glockenspiele hergestellt. Hier bestehen die Klangplatten nicht aus Holz, sondern aus speziellem Klangstahl. 35 Tonnen Flachstahl werden hier pro Jahr für die Herstellung benötigt. Das ist ungefähr das Gewicht eines schweren LKWs mit Anhänger.
Und an diesem Stanzgerät werden ca. 1 Million Stahlklangplatten jährlich gestanzt. Wow! Zwischendurch muss auch hierbei der Ton vom Fachmann auf Klanggenauigkeit getestet werden. Und das bei dem Lärm. Nicht schlecht. Jetzt wird es aber wieder ruhiger. Hier befinden wir uns in der Stimmerei. In diesen Kabinen bekommen die Klangplatten, egal ob für ein kleines Glockenspiel, Xylophon oder großes Metallophon, ihre Feinstimmung, ihr Feintuning. Falls der Ton zu hoch oder zu tief sein sollte, dann wird auf der Rückseite der Metallklangplatte ein Loch hineingefräst. Je nachdem geschieht dies mittig oder weiter außen. Man kann somit sagen, dass diese Feinstimmung ein Qualitätsmerkmal ist. Interessant, oder? Der Klangbogen der Holzklangplatten wird auch noch einmal nachgeschliffen, bis der Ton perfekt ist. Nachdem die Klangplatten in der Lackiererei noch eine Schutzschicht erhalten haben, geht es ab zur Fertigungshalle, wo alle Instrumente final zusammengebaut werden. Von hier aus verabschieden sie sich dann in die große, weite Welt. Was hier gemacht wird, finde ich besonders spannend. Beim Anbringen der Zapfen, das sind die Klangstabhalter, ist jahrelange Übung gefragt. Auch das Einfädeln der Stoffkordel geht mir nichts, dir nichts von der Hand. Die ist übrigens dafür da, damit die Klangplatte nicht später mit dem Holz in Berührung kommt. Nur so kann sie ohne Vibration frei klingen. Ich bin wirklich beeindruckt, wie schnell das geht. Tada! Schon fertig! Am liebsten hätte ich es sofort mitgenommen. Jetzt darf ich noch mithelfen, ein neues Xylophon mit seinen Klangplatten zu versehen. Ich fühle mich geehrt. Auch hier wird am Schluss noch einmal jeder Ton auf seine Genauigkeit hin getestet. Sicher ist sicher. Natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, das Xylophon auch einmal auf meine Weise zu testen. Also ich find's top. Ehrlich gesagt könnte ich hier noch Stunden weiter beobachten. Denn als ich in den Ausstellungsraum komme, schlägt mein Musikerherz noch schneller. Schaut euch mal an, was man hier alles entdecken kann. Ich liebe das. Ich hätte kein Problem damit, hier zu übernachten. Und schaut euch mal diese tollen Schlagzeuge an. Ich denke, ich war nicht das letzte Mal hier. Denn wie ein Schlagzeug gebaut wird, will ich natürlich auch gerne wissen. Ihr nicht auch? Das war spannend, oder? Und noch so viel Handarbeit. Hättet ihr das gedacht? Wahnsinn. Ja, und ich weiß jetzt auch, was dann diese Löcher, was es damit auf sich hat. Und ihr ja auch. Das ist für die Stimmung zuständig. Und das hier ist keine Mulde, wie ich ja eigentlich dachte, sondern der Klangbogen. Aber das wisst ihr ja jetzt auch alles. Ja, ich betrachte meine Instrumente jetzt doch nochmal mit anderen Augen, wenn man weiß, wie sie hergestellt worden sind. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, ein Floh im Ohr lauert überall. Schenke unserem Floh dein Abo. Das wäre absolut flohstark.